Wenn Ihr Arbeitsvertrag nicht verlängert wird, weil Sie schwanger sind, ist das Diskriminierung. Wenn Sie beschimpft werden, weil Sie eine Väterkarenz melden, ist das Diskriminierung. Also es geht vor allem um die schlechte Behandlung, die in irgendeinem Zusammenhang steht mit der Tatsache, dass ich schwanger bin, dass ich dann in Karenz gehe, dass ich vielleicht eine Teilzeit in Anspruch nehme. Und das Wichtige ist, dass man oft glaubt, okay, es gibt einen Mutterschutz und es gibt dann Karenz, darauf hat man ja einen Anspruch, es gibt sogar Elternteilzeit, auf das ich einen Anspruch habe. Aber ich muss nicht in Kauf nehmen, dass ich nachher vielleicht dann nur mehr Akten schlichte, wenn ich vorher eine Führungskraft war. Ich muss auch nicht in Kauf nehmen, dass meine Führungsposition weg ist, weil ich eine Teilzeitlösung habe. Also all diese Dinge sind an sich Diskriminierung. Also zahlenmäßig schaut es so aus, dass wir im Schnitt so 70 bis 80 Fälle im Jahr haben zu dieser Thematik. Wobei man dazu sagen muss, das ist wahrscheinlich nur die sogenannte Spitze des Eisberges. Was ist für Eltern am Arbeitsplatz das Schwierige und wie geht es Betroffenen? Dann gibt es sozusagen die schwierigen Zeitpunkte, das ist vor allem der Wiedereinstieg. Das passiert sehr vielen Frauen, dass eben beim Wiedereinstieg der Arbeitgeber sagt, nein, du musst jetzt, wenn du in Teilzeit bist, was anderes machen, das ist weniger qualifiziert. Es gibt sogar Arbeitgeber, die vor dem Wiedereinstieg schon zum Beispiel Frauen kontaktieren und einfach gleich mal eine einvernehmliche Trennung vorschlagen, also die gleich sagen so quasi, wir wollen dich nicht mehr. Wenn ein Vater zum Beispiel eben Karenz oder Elternteilzeit meldet, eine Frau eine Schwangerschaft meldet oder auch eine Karenz oder eine Teilzeit, das sind auch schwierige Zeitpunkte. Dann bin ich wieder so ohne Job da gesessen und habe mich dann schon entschieden, mir auch Unterstützung zu holen. Ich habe dann über eine Bekannte von mir von der Gleichbehandlungsanwaltschaft erfahren und habe sofort einfach dort auch Beratung und Unterstützung erfahren. Wenn du mal einen Prozess gegen den Arbeitgeber führst, ist es jetzt nicht so, dass du da mit offenen Armen wieder zurück empfangen wirst. Meine Lebensplanung ist dadurch ins Wanken geraten. Ja. Ich habe in der Zeit versucht, es immer so für mich hinzudrehen, dass ich sage, okay, dass es denen ihre Werthaltungen sind und mit mir als Mensch im Grunde nichts zu tun haben. Was bringt es Betroffenen, sich zu wehren? Wenn wir kommen, obwohl wir versuchen, ja, im Sinne einer Vergleichslösung auf die Unternehmen zuzugehen, auch deswegen dieses Projekt, wir wollen den Unternehmen zeigen, wir helfen ihnen dabei, ein gutes Vereinbarkeitsmanagement auch zu entwickeln. Aber nichtsdestotrotz, für die individuelle Person ist es eine Eskalation gegenüber ihrem Arbeitgeber, ihrer Arbeitgeberin. Es wird dadurch nicht so viel netter, dort zu arbeiten. Es ist meistens die Vorgesetzte, diejenige, die das ein bisschen verursacht hat. Das heißt, besser ist natürlich, wenn die Person mit dem Wissen, das sie von uns bekommt, selbst auf Augenhöhe verhandeln gehen kann. Wenn man sich nicht wehrt, wird man auch nichts verändern. Und wenn es nur dazu beiträgt, dass man ein Signal in den Betrieb setzt, man lässt sich Elterndiskriminierung nicht gefallen. Wir besprechen mit Ihnen, was Sie tun können. Wir setzen rechtliche Schritte und verhandeln für Sie. Vertraulich und kostenfrei. Sie finden uns in Wien, Graz, Klagenfurt, Linz und Innsbruck. Nein zu Diskriminierung. www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at 0800 206 119